Also irgendwie sieht's aus wie in Deutschland. Sind wir hier in Deutschland? Das hier ist in Deutschland, oder? Ich glaube, das ist Deutschland. Also, das ist jetzt auf jeden Fall Deutschland. Nein, wir sind in Brasilien, in der Region Santa Catarina, genauer gesagt in der Stadt Blumenau. Blumenau hat heute ca. 380.000 Einwohner. Es wird Portugiesisch gesprochen. Die Einwanderer kamen vor allem aus Deutschland und Italien. Deshalb leben hier heute vor allem Katholiken und Evangelisten. Hier ist die größte Ansammlung Deutscher in Brasilien und hier findet auch jedes Jahr das zweitgrößte Bierfest der Welt statt. Aber zuerst müssen wir durch die Region Santa Catarina fahren, um Blumenau zu erreichen. Es geht durch Bananenplantagen und durch das Zentrum der brasilianischen Fleischproduktion. Umso näher wir der Stadt kommen, fallen die Schilder mit deutschen Firmennamen auf. Ja, heute ist ja ein Tag unglaublich. Wir sind jetzt hier angekommen in Blumenau und haben uns einen Campingplatz gesucht. Total kleiner, süßer Campingplatz und auch noch mitten in der Stadt. Es sollte eigentlich alles voll sein und die haben uns auch gesagt, mit Hunden geht gar nicht. Wir haben gesagt, komm, wir fahren einfach hin und fragen, ob wir rein dürfen. Und super lieb, eine 96-jährige Frau ist hier die Besitzerin und super liebe Frau und alles toll. Wir können hier stehen und wir stehen direkt hier und dort ist die Stadt. Das sind 200 Meter, also perfekt. Und dann kommen wir hier an und dann haben wir gedacht, na komm, dann fahren wir da rückwärts rein. Und dann geht's hier, ach ich weiß nicht, das sind 30 Zentimeter, wirklich, das geht jetzt ein bisschen runter, so ein ganz kleines bisschen. Alessandra sagt, ja, es geht da runter. Ich fahre da rein, ein ganz kleines Stück, wirklich nicht ganz runter. Ich wusste, es geht ein bisschen runter, nicht ganz runter. Und zwuck fährt sich der Wagen fest. Eine Seite erst, danach mit Differential die zweite. Und wir mussten echt die Sandbleche auspacken und haben der armen Frau den gesamten Garten umgepflügt. Guckt euch das an, ja, das sieht wirklich, wirklich ein bisschen scheiße aus. Na egal. Und als nächstes, da ist überhaupt nicht zu fassen, ja, fliege ich mit der Drohne, um einfach mal die Stadt zu zeigen. Die Stadt ist eigentlich relativ groß, also guckt euch das mal an, das ist ein Riesentown, also wirklich mit fetten Hochhäusern, allem drum und dran. Und da mittendrin ist eben das Oktoberfest. Und dann seht ihr ja schon jetzt vor der Linse, da fliegt die ganze Zeit was rum. Und das Ding, was da rumfliegt, ist irgendein Insekt, was sich in die Drohne verliebt hat. So, und jetzt hat sich dieses Insekt unter den Sensor der Drohne gelegt und dadurch ist die Drohne mal höher geflogen, beziehungsweise wollte nicht mehr landen. Ja, so, ich habe die Drohne nicht mehr runterbekommen, weil da eine fette Hummel unter der Drohne ist, die sich irgendwie mit der Drohne angefreundet hat. Echt schräger Tag. Na egal, vielleicht liegt es daran, dass wir heute saufen wollen. Che bella cicciotella. Um Blumenau kennenzulernen, muss man natürlich die Geschichte dieses Ortes kennen. Der Ort wurde im Jahr 1850 vom Apotheker Hermann Blumenau gegründet. Er ist hier mit 17 Siedlern gelandet und sie haben die ersten Fachwerkhäuser gebaut, die heute noch zu sehen sind. Hier im Kolonialmuseum der Familie sehen wir die Geschichte dieser Siedler. Viele Gegenstände kennen wir von unseren Großeltern und es riecht auch wie in einem alten deutschen Haus. Es sind vor allem Dinge aus dem täglichen Leben der Siedler ausgestellt. Jeder einzelne Raum ist so hergerichtet, wie die Menschen zu dieser Zeit gelebt haben. Die Siedler waren sehr gläubig und ihr Glaube gab ihnen die Kraft, mitten im Regenwald etwas Neues aufzubauen. Es una mujer de la familia Blumenau. Que vive siempre Sí. en Alemania. Außerhalb des Gebäudes stehen noch Maschinen aus dieser Zeit, vieles kommt einem bekannt vor. Das Haus, in dem das Museum ist, ist das älteste Haus hier in Blumenau und ist von 1865, wenn ich es richtig verstanden habe. So, jetzt gehen wir noch ein Stück weiter. Gibt es nämlich noch einen schönen Garten und die gucken wir uns das auch noch an.
Ja, sowas habe ich auch noch nicht gesehen. Teil des Museums ist ein Katzenfriedhof. Und Edith Gärtner, das ist ja eine der Gründerinnen sozusagen von der Familie von Blumenau. Und hier sind lauter Katzen begraben mit Foto. Unglaublich. Putze, Bumm, Musch, Miko und so weiter. Wahrscheinlich habt ihr euch gefragt, wo Alessandra ist. Die ist bei den Hunden. Wir können die Hunde bei der Temperatur nicht im Auto lassen und dementsprechend ist die bei den Hunden und ich mache hier alleine die Blumenau-Begehung. Und da laufe ich an dem Biergarten vorbei und da konnte ich natürlich nicht Nein sagen. Ich werde jetzt kein Bier trinken, weil es noch relativ früh ist und wirklich schweineheiß, also 32 Grad oder 30 Grad mit der Luftfeuchtigkeit kaum auszuhalten. Aber was Leckeres essen. Ich habe nämlich mega Hunger. Da freue ich mich drauf. Gibt einen leckeren Hamburger. Obrigado. Schaut euch das mal an. Hier gibt es gemixte deutsche Würste. Oder hier zum Beispiel Kassler Spezial. Bratwurst, Kassler. Also hier ist wirklich alles deutsch. Ja, irgendwie kriege ich scheinbar nicht genug von deutscher Musik. Da, 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 da. Das ist unglaublich. Man muss immer mal bedenken, wir sind ja in Brasilien hier, also nicht irgendwo in München. Hört mal. Und es ist deutsche Musik mit brasilianischen Texten. Ja, also es ist nicht alles. Also es sind auch Texte dabei, die sind mal deutsch, aber es sind eben auch Lieder, die man kennt, die jetzt eben brasilianisch gesungen werden. So, und da ist mein Burger. Ich habe so einen Hunger, ich habe so ein unglaubliches Loch im Bauch. Und den haue ich mir jetzt rein. Schaut mir euch an. Guten Appetit, Björn. War in Brasilien einen Burger bestellt. Ist oftmals so, dass dann da steht 1 Protein, 2 Protein, 3 Protein. Das bedeutet eine Scheibe Fleisch, zweite, dritte. Das ist halt so ein Riesending. Jetzt habe ich 2 genommen. Hat mich der Burger 5 € gekostet. Ist halt in Brasilien weitaus günstiger als bei uns. Das Fleisch ist einzigartig gut. Ja, also richtig, richtig lecker. Und wie soll ich sagen, hier kommt, also die Brasilianer, die leben sehr, sehr gesund. Ich habe selten so viele Leute Sport machen sehen wie hier. Fitnessstudios voll an jeder Ecke und die machen alle Sport. Ja? Aber es kommt hier keiner auf die Idee, nicht einer, zu sagen, kollektiv Fleischessen verbieten, weil Fleisch das Problem ist. Ist es nämlich scheinbar nicht, weil die genauso alt werden wie wir und 1000-fach mehr Fleisch essen und auch an jeder Ecke Fleisch gibt. Brasilien ist einer der größten Fleischproduzenten mit über 200 Millionen Einwohnern. Da können wir Deutschen alle kollektiv anfangen, nur noch Stroh zu essen. Da würde sich an der Welt überhaupt nichts ändern, weil die futtern Fleisch und zwar 5-mal so viel wie wir. Und das ist richtig gut. Also in der Zeit hier habe ich so viele deutsche Fahnen gesehen, wie ich wahrscheinlich in ganz Deutschland in den letzten Jahren nicht mehr gesehen habe. Alles in Schwarz-Rot-Gold hier und keine einzige Regenbogenfahne. Mein Gott! Blumenau ist voll mit diesen Fachwerkhäusern. Die sind auch einige richtig schön. Manche sind halt unecht, aber sieht schon richtig schön aus. Und das waren auch hier mal in dem Ort über 100 deutsche Schulen. Es wurde Deutsch gesprochen, also es war wirklich alles Deutsch. Und irgendwann im Zweiten Weltkrieg, als die Brasilianer dann gegen die Deutschen in den Krieg eingetreten sind, haben sie die deutschen Schulen, die deutsche Sprache hier verboten. Es ist aber so, dass sich das bei vielen bewahrt hat. Also es sprechen hier wohl doch einige noch Deutsch. Ich habe jetzt noch nicht viel mit vielen gesprochen, aber gelesen haben wir, dass noch einige Deutsch sprechen. Und es ist eben alles voller dieser Fachwerkhäuser. Und wenn ihr euch die Straßen anguckt, guck mal, das sieht doch aus wie bei uns eine kleine Altstadt. Aber wir sind in Brasilien.
So, ich stehe jetzt hier vor dem Wahrzeichen von Blumenau. Das ist das, was man von Blumenau kennt. Diese Fachwerkbrücke, die jetzt sozusagen die Einfahrt zur Stadt ist. Und hier findet auch das jährliche Oktoberfest statt, wie man schon wieder im Hintergrund gut wahrnimmt. Und die ganze Ecke hier heißt Villa Germanica. Villa Germanica deshalb, weil eben alle Häuser hier so aussehen. Definitiv haben wir nicht so viel Deutsch gesehen, seitdem wir aus Deutschland weg sind. Hier gibt es mehr Fachwerkhäuser, als es wahrscheinlich in ganz Berlin gibt. Einzigartig, wirklich toll. Blumenau, cooler Ort. Die Region hier heißt Santa Catarina. Und generell gibt es hier weitaus weniger Kriminalität als im Rest von Brasilien. Also normal hier mit Kamera rumrennen in Sao Paulo und oder in Rio de Janeiro ist jetzt nicht ganz so angesagt. Gerade Sao Paulo soll wohl richtig, richtig kriminell sein. Und für eine Großstadt ist es hier echt super, super ruhig. Und man kann ja mal eins festhalten, überall da, wo Deutsche hin ausgewandert sind, wächst die Infrastruktur und die Grundlage für Geschäft ist gegeben. Ja, also die haben hier wirklich was aufgebaut, das ist unglaublich. Und man sieht auch heute noch viele deutsche Unternehmen, also viele Unternehmen haben deutsche Namen oder sind eben im Umkreis hier Großfirmen, die hier arbeiten. Und diese ganze Infrastruktur, also diese ganzen Maschinenbauer und den ganzen Kram, alles Deutsche. Also schier unglaublich. Und dadurch hat halt eben diese ganze Region einen riesen wirtschaftlichen Aufschwung. Und die Leute sagen, ich habe gerade mit dem Taxifahrer geredet, das ist nur hier so. Also der Rest von Brasilien ist definitiv anders. Hi Mausi. Ich fertig. Bin ich mal. Boah, ja. Also es war jetzt nicht so weit, 4 Kilometer hierher zu latschen, aber so heiß, so unglaublich heiß. Unsere erste Kokosnuss. Also Kokosnuss zum Trinken. Ja, unsere erste Kokosnuss, Baby. Und war ganz einfach zu öffnen. Einfach? Ja. Schneidet sich gut und kann man leicht reinpieken. Ja. Dimi tu opinion. Molto delicato. Das ist total geil. Es ist wirklich total einfach gewesen. Und es geht ganz leicht rein, der Stroh. Also nicht mit einer Schere habe ich einfach reingepiekt und war schon gut. Das ist lecker, ne? Und schmeckt nicht doll nach Kokos, also wenig nur, ne? Poco poco, muy delicado. Super. Non sto vacío. Wow, quanta acqua che c'è dentro. Non ho venido mal. Es gibt ein Problem. Wir sind euch ja absolut dankbar für die liebe Unterstützung bei PayPal. Das hilft uns sehr, aber mal eine Frage an euch. Meint ihr, wir trinken nur Bier? Also in letzter Zeit haben die Bierspenden wirklich stark zugenommen und wir sind einfach überhaupt nicht hinterhergekommen, das abzutrinken. Damit ist jetzt Schluss. Genau. Wir gehen mit euch gemeinsam aufs Oktoberfest in Blumenau. Und dann wird der Berg weggetrunken. Wir müssen uns aber vorab schon mal bei euch entschuldigen. Also wir haben nicht aufgepasst. Wir haben leider alles komplett ohne Stabilisator gefilmt. Und außerdem nach so ein paar Bier, Jetzt schlimmer. Es wird nicht besser, kann man sagen. Und dementsprechend sind die Bilder zeitweilig echt unerträglich. Wir haben versucht, das Beste rauszuschneiden. Ihr wisst ja, wir sind versuchen immer so ein bisschen auf Qualität und so. Aber macht euch einfach selbst ein Bier auf. Nehmt euch ein Bier und genießt und viel Spaß. Und viel Spaß dabei. Genießt mit uns Oktoberfest Blumenau. Hier ist alles digitalisiert und die Brasilianer zahlen viel bargeldlos. Wir gehen lieber zur Kasse. Due para entrar. Also zweimal Eintritt bitte. Perfekto, obrigado. Ciao. Danke.
Obrigado. Total krass. Also ich war ja noch nie in München auf dem Oktoberfest, aber hier ist alles klimatisiert, alles Indoor sozusagen. Das sind auch keine Festzelte, sondern das ist immer, das sind also, weiß nicht, was die hier sonst machen, irgendwelche Auktionen oder andere Events. Auf jeden Fall ist es fest gebaut. Das ist also nicht hingestellt und wird wieder abgebaut. Und es ist klimatisiert. Es ist jetzt noch früh, deswegen ist hier leer. Aber das ist riesig, 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 riesig. Guckt euch das mal an. Und es gibt Spaten, kennt man vielleicht aus München. Riesige Brauerei. Das Bier schmeckt hier anders, aber ist bekannt. Baby, essen wir eine. Und die Musik ist auch bayerisch, ja? Also mal dazu gesagt. Ja? Traditionell bayerisch. Und es gibt Lederhosen, spitze Hüte, den ganzen Kram, den es beim Oktoberfest so gibt. Unglaublich. Was hier völlig anders ist, man kann hier nie mit Bargeld zahlen. Also man muss eine Karte aufladen und mit dieser Karte kann man dann bezahlen. Bier und Essen, alles beides. Gibt natürlich auch deutsches Essen, also abgewandelt, wo es bei uns immer Entenbraten auf dem Oktoberfest für über 50 € gibt. Gibt es hier Pulled Duck, also sozusagen einen Entenburger. Mal gucken, wie der ist. Guten Appetit. Schmeckt. Uno para mí. Malito. Perfecto. Obrigado. Perfecto. Sie haben also sogar Rollmops. Ich habe Alessandra mal damit verarscht in Deutschland. Ich habe zu ihr gesagt, ey, du musst unbedingt deutsches Sushi probieren. Deutsches Sushi ist viel besser als japanisches Sushi. Dann habe ich halt Rollmöpse gekauft. Ich habe hier so einen Rollmops mitgebracht. Und für die Italiener ist dieses Saure absolut ekelhaft. Ja. Sie sagt, das war das Schlimmste, was sie je im Mund hatte. Und jetzt kommt er an und verkauft uns Rollmöpse. Wisst ihr, was wir jetzt machen? Was kaufen wir jetzt? Bier! Ja, man zahlt hier alles mit so einer Karte. Es gibt aber keine Maßkrüge, sondern nur Plastikbecher. Aber dafür sind sie billig. Also Biercounter Nummer 1. Hier ist natürlich alles anders und es nicht, also wir haben auch nicht erwartet, dass es ähnlich ist. Es gibt natürlich viel Bier, es gibt deutsche Musik, es gibt ansatzweise deutsches Essen. Aber die Preise sind natürlich ein Unterschied. Wir haben fürs Essen jetzt für die Kartoffel 6 € bezahlt, für diesen Burger 7 € und für ein Bier zahlt man hier 3 € für 400 Milliliter. Das heißt also, es ist schon weitaus günstiger als in Deutschland. Und was das Allergeilste ist, es gibt Wasser umsonst. Kannst du so viel Trinkwasser holen, wie du magst. Also jetzt nicht Leitungswasser, weil das Leitungswasser kann man hier nicht trinken, sondern es ist echt Trinkwasser. Also die stellen Trinkwasser gratis bereit. Cool. Prosit! Prost!
Also natürlich isst man Bratwurst. Wenn man schon auf dem Oktoberfest ist, muss man auch Bratwurst essen. Ist die scheiße? Tenemos que decir que la comida en general aquí es un poco todo fast food, poca Genau. calidad. Also das Essen hier ist generell echt Fastfood und richtig scheiße. Ja. Also so eine halbe Ente und so ein Kram, was wirklich nach Ente schmeckt, gibt's hier nicht. Pero la cerveza es buena y también el precio es okay. Barato. Also billig. Pero la comida, no way. Ja, ich bin hier mit ihmchen. Er ist total cool. Also er lässt sich echt von nichts aus der Ruhe bringen, macht sein Ding. Finde ich total geil. Na so, machst du richtig. Absolut. Tut mir der Schädel weh, ey. Und so ein Scheiß, ey. Ja, Oktoberfest in Blumenau. Was soll man dazu sagen? Disneyland. Deutsches Disneyland. Also, ihr müsst euch vorstellen, die haben ja deutsche Lieder gesungen. Ich kenne die Melodie, deswegen konnte ich ungefähr sagen, was das für ein Lied ist und auch wusste, was er da sagt. Aber verständlich war da kein einziges Wort. Und dann war überall Werbung hinter den Bands dahinter. Das fand ich schon ein bisschen, ja, es war schon ein bisschen Disneyland. Und wir haben die schlecht, es ist Essen, also der Entenburger, der ging ja noch. Ja. Aber die Kartoffel von Alessandra, die war schon zum Kotzen. Und dann haben wir später noch das habe ich euch gar nicht gezeigt, noch eine Bratwurst gegessen. Das war die mieseste Bratwurst, die ich in meinem Leben gegessen habe. Die war so ekelhaft. Ja. Also der Senf war ekelhaft, das Brot war ekelhaft und die Wurst war also widerwärtig. Ja, egal. Also Blumenau hat uns auf jeden Fall sehr gut gefallen. Coole Stadt, pulsierend, völlig anders als wir erwartet hatten, weil wir auch nur diese Fachwerkhäuser vorher gesehen haben. Aber da ist nun doch riesige Geschäftszentren, riesige Hotels, also unglaublich, eine Kongressstadt. Also auch dort, wo das Oktoberfest stattgefunden hat, das ist eigentlich so ein riesiges Kongresszentrum, da finden sonst Messen statt. Und auch das Oktoberfest hat uns gut gefallen. Aber ich war natürlich gut besoffen am nächsten Tag, natürlich nicht mehr so viel Bock. Aber es ist halt was Eigenes. Man kann es nicht vergleichen mit unserem Oktoberfest, wo jetzt, wie soll man sagen, man wirklich nur oder größtenteils am Tisch sitzt und diesen Rummel hat und dann eben seine Biere darunter trinkt in Maßkrügen. Sondern es ist halt mehr Konzert, Event, was Eigenes. Angepasst auf die Leute in Brasilien, angepasst auf die Leute in der Region. Passt, hat Spaß gemacht. Allerdings, wir haben jetzt echt Bock auf die Natur. Wir wollen raus, wir wollen jetzt ein bisschen weniger Menschen und ein bisschen weniger Trubel. Und deswegen geht es für uns ans Meer. Das alles aber in der nächsten Woche, weil für heute ist Schluss. Schön, dass ihr dabei wart. Wir sehen uns in der nächsten Woche. Ciao! Thank you.